Hallo und herzlich willkommen im Applikationslabor von Hunter Lab Europe. Mein Name ist Elisabeth Schlegel und ich gebe Ihnen heute einen Einblick in die Farbmessung mit unseren Geräten. Mit dem Spektralfotometer Aeros von Hunter Lab können Sie ganz einfach und exakt die Farbe von Kaffeepulver und Kaffeebohnen bestimmen und vergleichen. Insbesondere können Sie sich dabei die Farbwerte in den handelsüblichen SCAA-Indizes anzeigen lassen oder auch mit dem Hunter Lab Coffee Color Index, den Sie speziell auf bisher verwendete Skalen anpassen können. Vor der Messung oder zumindest einmal am Tag wird das Gerät mit der Kalibrierungsbox durch das Messen der schwarzen und der weißen Kachel kalibriert. Anschließend wird die Kalibrierungsbox wieder entfernt und beim Auslösen einer ersten Testmessung stellt das Gerät automatisch die richtige Höhe des Sensors über der Probe ein. Dann verschiebt man den Sensorkopf etwas nach hinten, so dass er sich über dem Rand der Probenschale befindet und während der Drehung des Tellers eine Messfläche von bis zu 144 Quadratzentimetern aufnimmt. Als Voreinstellung hat man auf dem Display die Farbwerte L-Stern, A-Stern und B-Stern. Darüber hinaus kann man nun über die Einstellungen und die Farbskalen bei den Indizes im Menü noch den gewünschten Index, hier zum Beispiel den Gourmet-Index, auswählen. Um eine gleichmäßige Oberfläche der Probe zu erhalten, wird das Kaffeepulver einfach randbündig abgestreift. Jetzt setze ich die Schale auf den Drehteller, wo sie zentriert einrastet, und löse die Messung über den grünen Button mit dem Blitz aus. Nun werden in 5 Sekunden 35 Messblitze aufgenommen und automatisch zum Ergebnis gemittelt und angezeigt. Hier hat man also einen SCAAG-Wert von knapp 45. Man kann am Aeros auch eine gemessene Probe als Standard festlegen, den ich hier Kaffee 1 genannt habe, und dann weitere Messungen direkt über eine Pass-Fail-Anzeige vergleichen. Hier gebe ich für den Index SCAAG einen Toleranzbereich von minus bis plus 1 an und aktiviere die Pass-Fail-Ansicht. Wenn ich dann für eine zweite Probe die Messung auslöse, erkennt man sofort, dass Probe 2 mit einem anderen Gourmet-Wert immer noch im Toleranzbereich liegt. Alternativ zur Easy-Ansicht, in der immer die letzte Messung angezeigt wird, kann man auch die Farbwertetabelle wählen, in der alle Messungen übersichtlich untereinander dargestellt werden. Sollten Sie in Ihrem Betrieb einen eigenen Index verwenden, können Sie das Aeros von Hunter Lab mit dem sogenannten HCCI ganz einfach auf Ihre Werte anpassen. Alle Kaffeeindizes beziehen sich auf den Reflexionsgrad bei einer bestimmten Wellenlänge. Da sich das Spektrum verschiedener Röststufen bei wachsender Wellenlänge gleichmäßig aufspreizt, gibt es für alle Kaffeeindizes einen linearen Zusammenhang zwischen dem Wert des Index und dem Reflexionswert. Als Beispiel wurden hier 3 Kaffeesorten eingemessen, die als Indexwerte 104, 85 und 61 haben sollen. Im Spektraldiagramm kann man die eben erläuterte Verteilung auch für diese Messungen sehr schön sehen. Zur Umrechnung liest man jetzt in der Spektralwertetabelle die Reflexionswerte bei 640 Nanometern ab. Diese werden in der entsprechenden Umrechnungstabelle links von den Werten, die man erhalten möchte, eingetragen. Damit ergibt sich in der Grafik darunter eine Gerade, deren Steigung und Y-Achsenabschnitt man direkt ablesen kann, um sie dann im Gerät einzugeben. Hier wähle ich also ganz einfach beim Zahlenrad die Farbskalen und die Indizes, dann bei den kundenspezifischen Indizes den HCCI
und dort gebe ich dann die berechneten Werte für Steigung und Y-Achsenabschnitt ein. Lässt man sich jetzt in der Farbwertetabelle den HCCI mit anzeigen, erkennt man sofort, dass die Werte desselben sehr gut mit den gewünschten Werten übereinstimmen. Das Spektralphotometer Aeros von Hunter Lab können Sie also sehr gut auf Ihre Bedürfnisse einstellen und dann in einem ganz einfachen Messvorgang exakte Farbwerte bestimmen. Für weitere Informationen oder ein konkretes Angebot kontaktieren Sie uns bitte gerne.